Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Kanal Ellie Handmade. In diesem Video möchte ich mit euch zusammen ein Körbchen zu Weihnachten oder auch zum Nikolaus häkeln. So sieht mein Körbchen aus. Ich habe für den Körbchen benutzt Textilgarn in Schwarz, Blau, Weiß und in Beige. Dann habe ich normale Wolle genommen in Schwarz und in Gelb. Gehäkelt habe ich Körbchen mit der Häkelnadel Nummer 6. Mit der kleineren Häkelnadel habe ich die ganzen Faden versteckt. Eine Schere braucht man auch. Nähfaden in passenden Farben und die Nadel. Dann habe ich noch solche Ringe benutzt und die Brille zu machen und so eine Schnalle für die Schnalle für den Gurt. Also ich brauchte noch Büroklammer. Das brauchte auch noch mal. So, das ist alles, habe ich benutzt, um diesen Körbchen zu häkeln. Wünsche ich euch viel Spaß beim Nachhäkeln. Wie man so einen Holzboden umhäkelt, gibt es auf meinem Kanal Video dazu. Den Link findet ihr im Infobox unter diesem Video. Wir beginnen mit der Reihe Nummer 1 und diese Reihe wird es so gehäkelt. Hier vorne könnt ihr sehen die Kette und auf der Rückseite könnt ihr sehen diese Schlingen. Wir häkeln jetzt die ganze Reihe so, dass wir an der hinteren Lasche von der Kette gehen, greifen unter der Schlinge, holen uns den Faden und machen gleich die erste Masche. Das Endstück häkel ich mit rein. Dann die nächste Masche an der hinteren Lasche greifen, unter der Schlinge, Faden holen und die feste Masche häkeln. Und das machen wir die ganze Reihe. An der hinteren Lasche greifen, unter der Schlinge gehen, Faden holen und die feste Masche häkeln. Die Reihe 1 ist beendet. Mir fehlt noch eine Masche. Und wir schließen die Reihe jetzt mit nahtlosen Übergang. Ich ziehe noch ein wenig an der Arbeitsfaden. Gehe ich unter diese beiden Schlingen so mit der Häkelnadel durch, greife an diesen Faden und ziehe es nach vorne. Hier war die erste Masche. In die Masche gehe ich mit der Häkelnadel rein, hole mir den Faden, ziehe nach vorne. Jetzt nehme ich diese Lasche auf die Häkelnadel und die beiden häkle ich zusammen. So habe ich nahtlos die Reihe beendet und gleichzeitig angefangen mit der Reihe Nummer 2. Die Reihe Nummer 2 und alle Reihen danach werden alle gleich gehäkelt
und das ist in Strickmuster. Wir gehen in die Mitte von der Masche rein und da kommt von dieser V in der Mitte Häkelnadel raus, greifen wir nach den Faden und so machen wir dann die Masche. Und das machen wir die ganze Reihe. Die Reihe Nummer 2 ist beendet. Ich mache jetzt nahtlosen Übergang. Ich gehe unter diesen beiden Schlingen durch, hole mir den Faden und ziehe den nach hinten. Das war die erste Masche unter durch oder in der Mitte von der Masche gehe ich durch, hole den Faden, ziehe nach vorne, setze noch diese Lasche auf die Häkelnadel und häkel die beiden zusammen. Reihe beendet und angefangen gleich mit der Reihe Nummer 3 und die Reihe Nummer 3 wird nochmal in Strickmuster weiter gehäkelt. Ich beende jetzt die Reihe Nummer 3 und gleich werde ich auch Farbwechsel machen. Die letzte Masche häkle ich noch mit der Farbe Blau und beende mit der Farbe Schwarz. Jetzt werden wir eine Reihe mit schwarzer Farbe häkeln, weiter in Strickmuster. Also blaue Faden abschneiden, beenden jetzt die Reihe mit nahtlosen Übergang. Genauso wie die Reihen davor. An die Endstücken nochmal ranziehen und die beiden Endstücke werden hier rangehäkelt und die Reihe Nummer 4 häkle ich jetzt in der Farbe Schwarz. In diese Farbe häkle ich nur eine Reihe und weiterhin in Strickmuster häkeln. Also weiter die 4. Reihe häkeln. Ich beende jetzt die Reihe Nummer 4 und die letzte Masche mache ich genauso wie bei der Reihe Nummer 3. Letzte Masche mit schwarzer Farbe häkeln und beenden werde ich es mit blauer Farbe. Dann mache ich ja auch nahtlosen Übergang. Und mache die erste Masche von der Reihe Nummer 5. Die schwarze Farbe brauchen wir nicht mehr. Mit der blauen Farbe meine ich,
werden wir jetzt ungefähr 20 bis 25 Maschen häkeln. Also ihr könnt ja euch selber überlassen, wo ihr jetzt Gesicht machen wollt. Wollt ihr das Gesicht in der Mitte machen, da wo wir Nahtübergang machen oder Reiheübergang machen, oder ihr macht ja an der Seite oder an der Seite. Es ist ja euch überlassen. Ich mache jetzt ungefähr 20 Maschen, vielleicht 22, sage ich euch nachher. Ne? Also die beiden Endstücke werden wieder rangehäkelt und wir häkeln weiter dann, bis ihr die Stelle erreicht habt, wo ihr das Gesicht von den Weihnachtsmann haben wollt. Ich habe jetzt in der Reihe Nummer 5 25 Maschen gehäkelt. Jetzt mache ich Farbwechsel. Ich mache ja dann eine Masche noch dazu mit der blauen Farbe. Dann nehme ich weiß und beende diese Masche mit der weißen Farbe. Jetzt häkle ich 3 feste Maschen in weiß. Dabei werde ich das Endstück und den blauen Faden mit reinhäkeln. Also die erste Masche, zweite Masche, dritte Masche. So sieht jetzt aus. Faden sind ja auch reingehäkelt. Dieser Endstück kann ich jetzt schon abschneiden, aber ich lasse noch diesen weißen Faden noch dran und häkle weiter mit den blauen Farbe. Also muss ich hier einmal auseinandernehmen und beenden werde ich die dritte Masche mit der blauen Farbe. Und bis Ende der Reihe häkle ich dann in jede Masche eine feste Masche in Strickmuster mit dem blauen Faden. Wenn diese Reihe beendet ist, ihr macht einfach den nahtlosen Übergang hier und beginnt mit der neuen Reihe, also mit der Reihe Nummer 6, und häkelt diese Reihe bis zu der vorletzten Masche, also bis zu der 2 vorletzten Maschen vor der weißen Maschen. Also Reihe zu Ende häkeln, nahtlosen Übergang, Reihe 6 Anfang, häkelt ihr weiter, bis ihr die letzten 2 blauen Maschen habt vor den weißen Maschen. Die Reihe 6, also 2 Maschen ausgelassen vor diesen 3 weißen Maschen, dann häkle ich jetzt noch eine Masche in Blau und beende die mit weißen Faden. Also, den werde ich jetzt einmal so legen. Faden holen und häkel dieses Stück mit rein und nehme ich natürlich auch noch den blauen Faden dazu. Also diese beiden werden reingehäkelt und jetzt häkle ich 5 feste Maschen in weiß. Die erste, zweite, dritte,
4., die 5. beende ich mit den blauen Faden. Und dann bis Ende der Reihe häkle ich dann mit dem Faden in Blau, beende die Reihe Nummer 6, fange die Reihe Nummer 7 und häkle wieder 2 Maschen vor den weißen, so vor der weißen Farbe. Also die Reihe 6 beenden, Reihe 7 anfangen und 2 Maschen auslassen vor den weißen Maschen. Die Reihe Nummer 7, ich mache die Masche mit der blauen Farbe und beende es mit dem weißen Faden und lasse noch den Stück hier so entlang. Mache diesen Faden nicht zu fest. Und dann häkle ich jetzt 7 feste Maschen in weiß und blaue Faden und diesen weißen Stück werde ich mit reinhäkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die 7. Masche beende ich mit den blauen Faden. Und 7, so sieht es aus. Dann beende ich jetzt weiter die Reihe mit den blauen Faden. Beginne mit der Reihe Nummer 8 und lasse wieder 2 Maschen vor den weißen Maschen. Also Reihe zu Ende machen, Reihe 8 beginnen und 2 Maschen vor den weißen Maschen auslassen. 2 Maschen vor den weißen Maschen, eine Masche häkle ich dann in Blau und beende mit weißen Faden. Leg den Faden hier so entlang, mach den Faden nicht zu fest und beende dann so die Masche. Jetzt häkle ich 9 feste Maschen in weiß. Diese 2 Endstücke oder diese zweite Faden, 2 Faden werde ich mit rein häkeln. Erste Masche, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte und die 9. häkle ich mit weiß, beende mit dem blauen Faden. Wir häkeln jetzt weiter mit den blauen Faden die Reihe zu Ende und fangen ja dann
die 9. Reihe mit den weißen Faden. Euch ist es jetzt selbst überlassen, ob ihr den Faden hier so entlang legt und mit reinhäkelt. Ich werde es abschneiden. Das Endstück wird dann reingehäkelt und wie der Übergang mit der weißen Farbe geht, zeige ich euch noch. Ich beende jetzt die Reihe Nummer 8, die letzte Masche. Nehme weißen Faden und beende dann so die Masche. Fangt mit der Reihe Nummer 9 an, schon mit der weißen Farbe. Den blauen Faden brauchen wir nicht mehr. Ich häkle jetzt die 9. Reihe, bis ich 2 weißen Maschen auch mitgehäkelt habe. Also die 9. Reihe häkeln, dass man auch die 2 Maschen mit gehäkelt hat mit weißer Farbe. Die Reihe Nummer 9. Jetzt mache ich ab dieser Stelle wieder Farbwechsel und zwar häkle noch eine Masche dazu in weiß und beende die in der anderen beige Farbe. Also das Endstück und den weißen Faden häkle ich mit rein und häkle dann 3 feste Maschen in beige. Eins, 2, 3 und die 3. Masche beende ich mit den weißen Faden. Und beende dann die Reihe mit dem weißen Farben. Also bis Ende der Reihe mit weißen Faden häkeln. Beginnen mit der Reihe Nummer 10 und wiederholen im Prinzip das, was wir auch hier schon gemacht haben. Also wir haben jetzt diese Reihe gemacht, dann machen wir 5 Maschen in der beige Farbe und dann 7 Maschen. Die 2 Reihen könnt ihr auch selbstständig häkeln, die habe ich euch schon mal gemacht, mit euch zusammen gemacht. Also ihr wiederholt jetzt diese Reihe und diese Reihe nochmal. Diese 2 Reihen habe ich jetzt auch fertig gehäkelt und ich wiederhole nochmal mit der Beigefarbe diese Reihe, dass ich insgesamt auch 7 feste Maschen habe in der Beigefarbe. Also beende diese Masche mit Beigefarbe und häkle dann 7 feste Maschen. Diese Masche beende ich dann mit den weißen Faden und häkle mit der weißen Faden bis Ende der Reihe. Jetzt schneide ich diesen Faden ab
häkle mit weißer Reihe die Reihe Nummer 12 zu Ende und dann häkle ich noch in weiße Farbe 2 Reihen dazu, also Reihe Nummer 13 und 14. Die Reihe 14 ist jetzt beendet und es sieht erstmal so aus. Und ich mache noch die letzte Reihe und das ist die Kettmaschenreihe. Ich mache jetzt um den Körbchen 5 Umschläge. 4, 5. Ich schneide den Faden ab. Jetzt ziehe ich den Faden hier raus. Dann mache den nahtlosen Übergang. Gehe ich hier durch und ziehe wieder Faden auf die andere Seite. Dann von der Rückseite gehe ich unter diesen beiden Schlingen, hole den Faden und ziehe wieder raus. So habe ich jetzt nahtlosen Übergang beendet und kann jetzt mit Kettmaschenreihe anfangen. Gehe dann unter diesen beiden Schlingen, hole mir den Faden und mache schon die erste Kettmasche. Und das mache ich die ganze Reihe. Am Ende der Reihe angekommen, mache noch die letzte Kettmasche, ziehe den Faden raus und beende die Reihe wieder mit nahtlosen Übergang. Diesmal gehe ich unter diesen beiden Schlingen, hole mir den Faden und ziehe auf die andere Seite. Und auf der Rückseite stecke ich die Häkelnadel hier rein, dass da auch in der Mitte von dieser Masche rauskommt. Faden holen und auf die Rückseite ziehen. Die Reihe ist jetzt mit nahtlosem Übergang beendet. Der Faden wird dann noch am Ende versteckt und der Körbchen ist jetzt fertig. Wir beginnen jetzt Schnurrbart zu häkeln und machen dann 12 Luftmaschen. Die erste zähle ich mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir überspringen jetzt eine Masche und in die nächste häkeln wir eine Kettmasche. In die nächste Masche häkeln wir eine feste Masche. Dann häkeln wir einen Stäbchen und noch ein Stäbchen. Eine feste Masche und eine Kettmasche. Eine Seite von Schnurrbart haben wir gehäkelt und häkeln dann die andere Seite. Die nächste Masche ist eine feste Masche. 2 mal Stäbchen, also einmal, zweimal, eine feste Masche und eine Kettmasche. So sieht der Schnurrbart aus.
Wir schneiden jetzt den Faden ab. Ziehen dann diesen Faden durch diese Lasche, die entstanden ist, also Arbeit wenden. Hier ist die Lasche entstanden. Zieht ihr dann diesen Faden durch. Einmal alles festziehen und dann auf der Rückseite kann man jetzt hier Faden verstecken. Wir häkeln jetzt die Nase. Dafür habe ich jetzt Häkelnadel Nummer 7 genommen, machen dann Amigurumi-Ring und häkeln in den Ring 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am Endstück leicht ziehen und nicht zusammenziehen. Jetzt nehme ich die Häkelnadel Nummer 6 wieder und verbinde dann die Reihe wie gehabt mit nahtlosen Übergang. Dann in die erste Masche die Häkelnadel reinstecken. Faden holen. Dann die Schlinge und beide zusammen häkeln. So sieht es aus. Man kann jetzt zusammenziehen am Endstück und jetzt in jede diese feste Masche häkeln wir eine feste Masche. Also eine haben wir schon, 5 müssen wir noch. So, dann versuche ich jetzt so auf die andere Seite zu wenden. Und schließe die Reihe jetzt einmal ab. Also schneide den Faden ab und schließe dann die Reihe mit nahtlosen Übergang. Und dann noch von der Rückseite Faden holen. Und so ist die Nase entstanden. Dann kann man hier ein paar Knoten machen. Und diesen Faden könnt ihr auch
in die Rase reinstecken oder auch abschneiden. Und diese Endstücke dann kommen da in die Mitte rein. So, die Nase ist jetzt auch fertig. Jetzt möchte ich Schnurrbart, die Nase, die Schnalle und die Brille annähen. Zeige ich jetzt gleich euch wie. Erstmal komme ich zu der Brille und die Schnalle. Also die Brille kann man auch kaufen, habe ich nicht gemacht. Ich habe die selber gebastelt und zwar aus solche Karabiner. Statt die Karabiner kann noch normal ganze Ringe nehmen. Dann habe ich die Büroklammer genommen und die miteinander verbunden, dass das ja hier in der Mitte so ein Teil entstanden ist. Dann habe ich die schwarze Acrylwolle genommen und umgewickelt. Habe ich zuerst eine Seite gemacht, dann hier entlang die zweite Seite gemacht, hier entlang und auf der anderen Seite habe ich die beiden Endstücke zusammen verbunden. Und die Schnalle habe ich genauso mit gelber Acrylfarbe gemacht, umgewickelt. Und es sah davor so aus. Jetzt wollen wir die Sachen dran nähen. Wir nehmen jetzt unser Körbchen und diese Schnalle wird zuerst hier, da wo die 3 weiße feste Maschen sind, befestigt. Wie mache ich das? Ich nehme den gleichen Faden, mit dem ich auch diese Schnalle umgehäkelt habe und mache an 4 Seiten fest. Also da einmal und hier auch einmal so. Zweimal an den Seiten und zweimal hier in der Mitte. Dann nehme ich ja dann Häkelnadel, stecke die dann von der Rückseite nach vorne und hole mir den Faden. Und dann versuche ich von der anderen Stelle das andere Endstück wieder auf die Rückseite zu ziehen. Und dann von innen werde ich das gleich mit Knoten befestigen. Und so mache ich alle 4 Seiten. So, jetzt sieht die Schnalle aus und wir machen dann Schnurrbart annähen. Ich werde das mit normalen Faden annähen. Also einmal hier an der Seite, der andere Seite und in der Mitte. Ich denke mal, das wird reichen. Also ein paar Stiche an eine Seite, in der Mitte und dann ein paar Stiche von der anderen Seite. Ich glaube, das könnt ihr auch selber machen und ich mache das dann alleine. Der Schnurrbart ist jetzt auch angenäht. Wollen wir auch die Nase genauso einnähen wie der Schnurrbart. Also in der Mitte platzieren und annähen. Rumherum. Die Nase ist angenäht. Bevor die Brille befestigt wird, machen wir noch die Augen. Und die Augen mache ich aus Textilgarn in diese Masche rein. Von einer Seite und von der anderen Seite. Ich nehme ein Stück von schwarzem Textilgarn, stecke die Häkelnadel da rein und ziehe dann den Textilgarn auf die Rückseite. Versucht Textilgarn so zu legen, dass die gerollte Seite nach unten guckt.
nochmal die Brille platzieren und gucken, dass es alles passt. Ja. Dann wird noch der zweite Auge genauso gemacht. Und die beiden Endstücke werden auch von der Rückseite befestigt und versteckt. So, erstmal die beiden Endstücke zusammen befestigen. Also ich mache ja dann einen Knoten. Und versteckt dann den Faden hier rein. Die Augen sind jetzt fertig und wir können die Brille aufsetzen. Und die Brille mache ich genauso fest wie die Schnalle. Einmal hier an der Seite, einmal da an der Seite und vielleicht noch hier in der Mitte. Mein Köpfchen ist jetzt fertig und sieht so aus. So sieht der von innen aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch einen Deckel häkeln. Und von meiner Seite war das schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr macht dafür Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Wünsche ich euch viel Spaß beim Nachhäkeln und bis zum nächsten Mal. Tschüss!